Ja, hallo, herzlich willkommen zurück bei Greedfall. So, ich hoffe, ich habe jetzt mein etwas schwammiges Bild wieder in den Griff bekommen. Ich weiß nicht, in der Aufnahme wirkt es gar nicht so schwammig, aber beim Spielen tatsächlich schon. Aber jetzt doch sieht es ein bisschen besser aus. Auch den Sound müsste ich jetzt ein bisschen besser aufgesetzt haben, sodass jetzt die Abstimmung vom Mikrofon zu Ingame Sound wieder etwas besser passt. Hoffe ich. Ich nehme erstmal alles mit. So, wir müssen den Jungen auch finden. Und wir müssen Konstantin finden. Und, oh, was ist das denn da? Unleserliche Notiz an die Familie des reichen Mannes, der uns provoziert hat. Wir haben ihn und werden ihn töten, wenn er uns nicht großzügig bezahlt. Kommt mit einer vollen Börse in die Gasse südlich des alten Lagerhausviertels. Südlich des alten Lagerhausviertels. Gib mir mal die Karte. Das hier ist doch das Lagerhaus. Das heißt hier unten hin. Gucken wir uns das doch mal an. Ob ich da richtig bin. Richtig wäre, wie auch immer. Weil offensichtlich muss ja dann da irgendwas sein. Ich hoffe, ich laufe hier richtig. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Das sieht komplett falsch aus. Ich habe mich verlaufen. Das jetzt schon. Das gibt's doch nicht. Hier ist Blut. Naja, jetzt bin ich auf jeden Fall wieder irgendwo am Hafen angekommen. Das ist natürlich jetzt die Sache. Gibt es einen Unterschied zwischen dem alten Lagerhausviertel und dem Lagerhaus? Also die Lagerhäuser der Nauten. Gucken wir mal ganz kurz, ob ich hier noch weiter südlich kann. Hier ist auf jeden Fall eine Gasse, aber ich glaube, hier ist das Gefängnis, ne? Genau. Hier kann ich ja nicht viel tun. Ich kann... darüber klettern, okay. Moritz. Blockierung aufheben. Öffnen. I've seen a few escapes in my time, but I never thought I'd see someone go to all this trouble to break into a prison. Aha. Ich kann es nicht öffnen. Ich habe Angst, wenn ich da jetzt rausmarschiere, dass ich ein Problem habe. Auf jeden Fall ist hier ein Gefängnis. Kann ich mit dir reden? Kann ich nicht. Okay, das heißt, das Gefängnis hat für mich noch keinen besonderlichen Mehrwert. Aber ich kann... Dank des Kantenmalers hier schon mal rüber. So, wir gehen dann erstmal hier zur Schenke. Da kann ich bestimmt mit dem Stammgast einmal quatschen über den Schiffsjungen. Also ganz sauber läuft es noch immer nicht. Jetzt weiß ich nicht, ob das an meinen Einstellungen liegt oder am Spiel. Vielleicht kommt auch das Aufnahmeprogramm in Kombination nicht mehr so gut, nicht so gut klar. Naja, mal schauen. Irgendwie passt schon. Also es kann sein, dass das Aufnahmeprogramm ein Problem damit hat, wenn ich gleichzeitig das Aufnahmeprogramm über die Karte laufen lasse, als auch das Anzeigeprogramm. Aber irgendwie kriegen wir es hin. Hier ist die Schenke. Und da liegt was. Oh, die KI ist gut, ja. Quest abschließen. Im Greedfall kann eine Quest meist auf verschiedene Arten abgeschlossen werden. Dieser D hat mehrere Eisen im Feuer. Raffinesse, Überredungskunst, Intuition, Korruption, das Fertigen von Gegenständen auf dem Werktisch. Das alles sind Wege, die dir zur Verfügung stehen, um deine Ziele zu erreichen.
Um dich in diesen Gebieten zu verbessern, verteilst du Punkte im entsprechenden Talentbaum oder trägst Ausrüstung, die Boni bietet. Drohungen und der Kampf sind weitere probate Optionen, wenn deine Feinde nicht empfänglich für deine Talente sind. Ah ja, na dann quatsch mal mit Geoffrey. Good day, tavern keeper. Good day to you. What is your pleasure? Das da zuerst. I'm looking for a Naut. A young cabin boy who's been missing roll call for 2 days now. A Naut, you say? That's not a lot to go on. There are quite a few that come to my tavern. According to one of his fellows, he would have been taken right here. A kidnapping? In my establishment? You surely jest. Or at least I hope you do. I would have noticed. That doesn't hold water. Someone told me about one of your faithful clients. A big gambler, it would seem. I see. An able-bodied man. Passes his time lightening the pouches of sailors coming through. Where might I find him at this time? Here? He would never give away his chair at his table. Anything else? Ja, ich habe da noch was bezüglich uninteressant Konstantin. I'm looking for my cousin. His name is Constantine. I believe he was intent on celebrating his departure last night. There was indeed a party here last night, but it ended badly. Whatever do you mean? A brawl broke out. My tavern was shattered, and no one's paid for the damages. I'm sorry. Amongst the rebel rousers, did there happen to be a young man? 20 years of age. Hair down to his neck, light brown, blue eyes. Quite the talker. I don't believe it. Of course he was there. He's the man that started the fight. I hope you've come to reimburse me. Don't count on me to help you if that's not the case. What kind of damage are we talking about exactly? A good half of my furniture was broken into firewood. I piled up the lot over there. Let me take a look. Perhaps it can be repaired. If you can fix it, I'd be obliged. If not, you'll need to pay. Entschädige ihn für den Schaden oder repariere ihn? Jetzt noch nicht sein, wir gucken das That's mal. not a small sum. I need to think about my options. Oh, the father has forgotten to give his son his allowance, it would seem. Hey, I need to be off. Farewell. Goodbye. gucken wir erstmal. Wir haben Handwerk nicht gelernt, deswegen The können wir wahrscheinlich furniture nicht viel is in machen. terrible condition. The fight must have been extremely violent. It looks as if it's fixable. I've seen worse. We'll need to build some metal dowels, but once done, we can make them like new. I could repair this if I had some metal dowels. Ein paar Metalldübel, okay. Die Werkbank ist ja direkt hier vorne gewesen, aber ich glaube nicht, dass ich das schon kann. Das erklärt, warum hier die Werkbank ist. Waffen, Rüstung, Verbrauchsgegenstände. Das sind alles Sachen relativ unspannend. Tränke und so Zeugs. Metalldübel. Fertigungslevel 1. Habe ich freigeschaltet. Ich brauche nur Roheisenerz. Okay. Das ist gut. Wo kriege ich jetzt das Roheisenerz her? Ja, gucken wir gleich mal. Das finde ich bestimmt irgendwo. Aber erstmal können wir hier noch mit dem Typen quatschen. Hey, Kollege. Das ist ein Stuhl. Ja, ja. Steht an der Wand. I don't recognize you. Am I in your debt? No. Have no fear about that. It's for a different reason that I am here. I'm looking for a Naut that disappeared 2 days ago, after visiting this establishment. A young cabin boy. 2 members of his crew accompanied him. Yes, that does ring a bell. I've played with the 3 of them. What can you tell me about the boy? How was he that night? He seemed rather nervous, as if he was worried about something. Didn't feel like playing, that I remember. And he must have been right to be nervous, if he's disappeared. Tell me what happened that evening. A rich merchant came in, with a band of strong arms. The kind of men you can round up for a few coins, if you catch my drift. They exchanged words with the cabin boy. The kid was defensive, not sitting pretty.
and then they finally left. And after that? It just so happens that I did go out for a breather. I needed some fresh air. And I think I might well have seen those same men grab him. But that was none of my business. I wouldn't have thought that they were kidnapping him if that's what it was. They weren't particularly rough with him. Mhm. Who was the rich merchant, do you think? A jilted lover? A moneylender? No, sir. You are in luck. It so happens that I know the man. It was Sir Fontaine, that merchant. Where can I find him? He has a house in the wealthy boroughs, just off the canal. A stone's throw from the Theleme embassy. Thank you. You've been immensely helpful. This man is completely owned by his love for the game. Do you think we can trust him? What would he gain from lying? I have no idea. But what would any wealthy merchant gain from holding a penniless child? Okay. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich diesen dämlichen Dübel herkriege. Also, das Roheisenerz hier mehr. Zeigen wir mal die Karte wieder. Wir haben hier die Lagerhäuser der Familie Fontaine. Ja, das ist ja perfekt, genau da will ich ja hin eigentlich. Oder ist es hier, wo ich hin will? Botschafter bringen wir Nachrichten. Botschafter. Das ist der Familie Fontaine. Irgendwie glaube ich, dass ich über die Lagerhäuser was finde. Was ist das hier? Wo bin ich hier? Oh, da muss ich herauskriegen. Kaserne der Groschengarde. Ach, okay. Das ist unseres. Aber vielleicht kriege ich hier was zum Looten. Ach genau, das ist der Quartiermeister. So you're back. Right then. What about our business? We can guarantee that your merchandise will leave with us. Thank you, Your Excellency. And bravo, Kurt. The commander will be most pleased. The cargo shall make the voyage. But who will be at its reception once it's arrived? That shall be your next mission. Once you've reached New Serene, go and find the quartermaster. He will give you new instructions. Until then, I wish you a safe and pleasant voyage, Your Excellency. Kurt, good luck. Good luck? Ja. Keine Belohnung für. Ja. Wie, nicht mal hier hinten in dem Waffenlager gibt es irgendwas, was von Interesse für mich ist. Zurückgelassener Brief. Ich hoffe, du bekommst diesen Brief, wenn du endlich aus Al-Saad zurückkehrst. Vorausgesetzt, es ist noch jemand am Leben, der ihn dir geben kann. Ich kann kaum noch etwas sehen und es fällt mir schwer zu schreiben. Bitte verzeih mir, mein Junge, ich kann dir nicht viel hinterlassen. Die Plünderer haben sicherlich schon unseren schönen Buchladen zerstört, aber sie haben vielleicht nicht die Truhe gefunden, die ich in unserem Haus versteckt habe. Pass gut auf dich auf, mein Sohn, und wenn du genug Geld zusammen hast, dann flieh auf diese magische Insel, die angeblich völlig frei von Übel ist. Dein dich liebender Vater. Okay, Buchladen und Haus. Kriege ich aber keine Informationen zu. Ne? Verbrecherunterschlupf. Ein Lagerraum. Warum glaube ich, dass ich mich tatsächlich in der kompletten Stadt vernünftig umgucken sollte? It's blocked. It's blocked. Kommen wir nicht durch. Isiakake. So, wieder durch unser Quartier hier durch, damit wir wieder rauskommen. Ist ja ätzend. Was ist das denn, ey? Wer überlegt sich denn sowas? Die Tür ist generell nicht zu öffnen. Genau, ein bisschen schneller. Da geht's hoch nicht weiter. Na dann geht's hier wieder raus. So, die Lagerhäuser der Fontaines. Ist das hier, meine ich? Ich habe da so mein Gefühl. It's blocked. Natürlich. Dann nehmen wir die andere Seite. Kurt, mach Platz. Einfach Kurt. Ohne Helm und ohne Gurt.
Einfach Kurt. Aber die Schleichmechanik ist ziemlich rudimentär und eher für ein Puppes, fürchte ich. Okay. Mal Platz hier. Können wir hinten rum noch rein. Müssen wir einmal irgendwie um das Haus rumkommen. Es wirkt jetzt nicht unbedingt so, als wäre das hier die tatsächliche Option dafür. Leder und Weißwein. Na, schade. Hätte auch Roheisen werden können. Ich weiß nicht warum, aber ich habe es halt im Gefühl, dass ich tatsächlich mit diesem Lagerhaus hier etwas tun muss. Kiefernharz auch gut, aber immer noch nicht das, was ich brauche. Ah. Hier ist auch nichts. Ah, hier geht's runter. Okay. It's blocked. Ah, okay, Tür ist von beiden Seiten blockiert. Interessant. Also kann ich hier doch nichts tun. Hätte ja mal sein können. Aber wir wissen jetzt, an diesen kann ich über die Wand klettern. Ohne weitere Probleme. In den Kanal springen wir jetzt mal lieber nicht. Stehen das Gewässer und so. Das gibt doch nur Norovirus. So, ich möchte ganz gerne bis Stufe 2 komme ich auch noch, wenn ich hier so ein bisschen was mache. Mhm. Gucken wir mal. Goldmenschen. Ja, ich will ja nicht für seinen Schaden entschädigen, ich will seinen Schaden reparieren. So, hier können wir einmal rein. Das ist die Botschaft, ne? Einmal Bescheid geben. Your Excellency. Lord de Sade, I have been told that you were named legate. Congratulations. Those are great responsibilities for someone as young as yourself. But you will bring honor upon your family and the congregation. Of that I'm certain. I thank you, Excellency. I've come here to inform you of our departure for Tiefredi. My cousin Constantine is about to take up office as governor of New Serene, and I'm accompanying him. I had no idea you would be leaving so quickly. What a shame. I had thought... Well, then, that is a pity. Have a pleasant voyage. A brilliant future awaits you. They say that it is a marvelous island. Please convey to your cousin my congratulations and sincere wishes for success. You seem slightly hesitant. Please, tell me what troubles you. A rather unscrupulous individual has been sowing trouble in Serene. A charlatan passing himself off as an alchemist. Do people actually give credence to these lies? Alas, yes. They snatch up his celebrated panacea. Remedies worse than the ill, believe me. As you can well imagine, alchemists are our pride. This vulgar trickster casts dirt upon their reputation and our own at the same time. In any city of the Bridge Alliance, we would have arrested him. But here, we respect your laws. I shall see what I can do, but make no promises. My departure is imminent. I thank you, Excellency. And I am pleased to see you have taken so well to your new functions of diplomacy. The man operates in the city center. He is said to be clever and mean. Be careful. Okay. Ich könnte natürlich die ganzen zusätzlichen Informationen, aber da habe ich ehrlich gesagt gar keine Lust I need to drauf. be going. Goodbye, Excellency. Goodbye, Lord de Sade. Das zieht alles nur in die Länge.
ich möchte mich hier oben nochmal... Achso, das ist eine Kette vor, deswegen ist er dann plötzlich abgebogen. Okay. So. Weiter geht's. Du hast etwas entdeckt, den Platz des Prinzen. Hier brennt's, Mann, hier brennt's. Zeig mir mal die Karte. So, wir haben da jetzt 2 Nebenmissionen. Da ist der Quacksalber. Da müssen wir noch dem anderen Botschafter Bescheid geben. Und das Haus besuchen. Okay, machen wir. Und irgendwo muss ich mal bei dem Händler gucken, ob ich Roheisen kriege. Und ob das günstiger ist als die Reparatur. Das ist natürlich die andere Sache. Als ihn auszubezahlen, möchte ich natürlich. Hallo, Chef. Good day, Excellency. Sir de Sarde, to what do I owe the pleasure? I have come to inform you that my cousin Constantine and I are departing for Tirfredi on the hour. Ah, yes. I did indeed hear talk that you had both received callings of greater stature. Allow me to congratulate you. Were you not named legate of the congregation? You are correct, Excellency. I thank you. It is a station of great honor that I am sure you will fill with brio and panache. The Mother Cardinal Cornelia will be enchanted to work with you, and your cousin in the future. I only regret that your departure is so sudden. Really? To be entirely honest with you, I was hoping to solicit your help in a rather delicate matter. Tell me more about it, and perhaps I can take care of your problem before my departure. Very well. A small group of dangerous heretics has found refuge in Serene. We know that your uncle tolerates the presence of all pagans within the city walls. But these particular non-believers threaten the fragile harmony of this place. We would consider it a tremendous favor if you would arrest them and deliver them to our guard. Heresy is not a crime in Serene. You do know that. But I'm sure my uncle would hear your arguments. Why call on my intervention? The prince would indeed give us his blessing, but it would take time. Far too much time. For according to our sources, these fugitives have already made contact with a smuggler to take them who knows where. I see. You're hoping that I'll be able to do something before they make it to an enemy city. If your heretics are planning on boarding a ship, then they must be in the dockyards. I'll look into this and see what I can do. Okay. I must be going. Farewell, Excellency. May the light guide you, de Sarde. So, jetzt haben wir ein paar Nebenaufgaben, die müssen wir erledigen. Und ich gewöhne mich noch dran, dass das alles ein bisschen schwammig läuft. Also, effektiv, dass die Kamera so schwammig ist, aber okay. So, hier vorne ist das Haus der Fontaines. Mit dem Namen Fontaine verbinde ich sowieso nur Schlechtes. Bioshock! Might I help you, sir? I would like to have a word with Sir Fontaine. He is absent, but the lady of the house could certainly receive you. Enter, please. Hi. Oh, I know you. I've seen you at court. You are Lord de Sarde. And to what do I owe the honor of your visit, Excellency? I would like to have a word with your husband. He is not here, but perhaps I could be of help. Soweit It haben wir schon. concerns a delicate matter. We're looking for a missing cabin boy. According to witnesses, he had an argument with your husband before being taken. I see. I am afraid that you have been misled. You seem to have come to the wrong conclusion. The cabin boy you speak of was not taken. He has simply returned home. Excuse me, but I'm not sure I understand. Don't you see, Your Excellency? We got our son back. I am very surprised. Several witnesses confirmed that your son had a fight with your husband, and that his men escorted him from the tavern using force. If he had joined your husband willingly... Witnesses? In a tavern? And you choose to believe these drunkards over a respectable family?
These witnesses are all in agreement, and it's their testimonies that have led me to your doorstep. My son was probably shocked to have found us. My husband and the other men might have simply had to carry him. A gesture that your drunkards must have misunderstood. What was your son doing on a Naut ship? Why would they have taken him? It is what they do. Through pacts and contracts, they steal away young children from their mothers. What are you talking about? I would have thought that a legate would know these things. But it is true that you are young and inexperienced. It seems that you have been protected from the turpitudes of our own nation and their terrible allies. This horrible, constant ransoming that they put us through. But I will not say another word. You will have no trouble verifying the details now that you know what to look for. Where might I find your son now? I cannot say, Excellency. You must understand why. Until the Nauts have set sail, we live in fear they will take him back from us. This pact? It sounds like some fear-inducing story. The Nauts wouldn't be the first to recruit through dubious means. Ich bin mir da echt nicht so sicher. Ich glaube tatsächlich, dass er kein gesteigertes Interesse mehr hatte, bei seiner Familie zu bleiben. So, da habe ich einen Händler, ne? Da will ich hin. Das trifft sich gut. Komme ich hier vorne lang? Ich glaube nicht. Ich glaube, hier ist eine Sackgasse. Ja. Finde ich... Ich hoffe, dass die anderen Städte alle ein bisschen, sofern es noch welche gibt, theoretisch gibt es die, denke ich, ein bisschen anders aufgebaut sind. Etwas benutzerfreundlicher, sag ich mal. Diese engen Sackgassen sind nicht sehr hilfreich. So, wir gehen zu dem Alchemisten. Möchte gerne Alchemisten, wie auch immer. Und chemistisches Forschungsbuch. Diese Seiten beschreiben in kleiner, fast unleserlicher Handschrift Versuchsergebnisse, Beobachtungen von Patienten und unverständliche Symbole. Doch die Komplexität einer Rezepte zeigt eindeutig, dass der Verfasser ein echter Alchemist war und gewiss sehr kenntnisreich. Oh. Aua. Das Kampfsystem muss ich mich auch, da muss ich mich auch erstmal einarbeiten. Level 2, Dankeschön. Silberner Siegelring. Elementare Falle. Goldmünzen. So, wir haben Level Up. Können dafür jetzt Fähigkeitspunkte setzen. Und zwar in verschiedene Bereiche. Das hier ist ein bisschen Magie. Das hier scheint eher so geschickt zu sein. Pfeilen und Schusswaffen. Und das ist dann eher so der Nahkampfbereich. Da können wir einen Punkt reinsetzen und würden bekommen. Scharfer Stahl. Angriffe verursachen mehr Schaden. Das hier bekomme ich offensichtlich nur, wenn ich die entsprechenden Skills habe. Mehr Schaden mit Schusswaffen. Machen wir. Auf den Spuren der Meister. Achso, warte mal, was haben wir denn noch? Ja, haben wir jetzt auch wieder ein bisschen Zeug. Das finde ich... So. Chemistenrapier. Ist auch tatsächlich noch mit Abstand die stärkste Waffe, die wir da haben. Die Schwerter auch okay. Eine Schusswaffe da haben wir auch. Können wir jetzt eine etwas stärkere sogar. Elementarschaden geht rauf. Betäubung geht runter. Rüstungsschaden ist höher. Achso, gar nicht. Qualitätsstufe ist eine andere, aber die wir haben, ist besser. Okay. Ja, mit dem System muss ich mich irgendwann noch auseinandersetzen. Okay, da geht's nicht lang. Was von hier einmal rum. Konnte ich denn jetzt nochmal hier... Da, Werte. Nee.
Talente, darum ist es. Attribute und Talente, genau. Da muss ich mal gucken, wie ich denn da mehr Attributspunkte kriege. Ich habe bis jetzt Beweglichkeit. Genauigkeit. Talente. Da habe ich gelernt, Schlösser knacken. Und Handwerk. Okay. Da muss ich mich bei Seiten mal durcharbeiten, wie das genau funktioniert. Da ist er. Citizens, I present to you Panacea, the absolute cure of everything. Toothache, stomach ailment, and even an open wound. This potion heals all of that. And more still, this little phial is the product of years of research and intensive labor. I hear you asking if this remedy can heal one from the Malachor. Alas, not yet. But your question is legitimate. I am so close to finding the cure. But the Malachor isn't the only ailment causing you to suffer. Not true? Then don't miss out on this chance and give yourself a healthy and energized life. Rejoice! A phial only costs a few coins, and well worth it to make your life shiny and new again. Does it really heal everything, your potion? Everything. Absolutely everything. Except the Malachor, of course. That being said, it is known that those in top health resist the Malachor best of all. Then don't throw away this chance. Think of all the pains that this potion could help you avoid. You are right. It's a deal. I'm gonna take two. There's a man that knows a good deal when he sees one. Hurry now. There won't be enough for everyone. There he is. He's our man, no doubt. His speech is well polished. I even feel like buying some. And if we had a word with him? I wonder if he'll serve us the same routine. Ja, würde ich gerne. Wieso kann ich nicht mit dir reden? I wish you a good day, Your Excellency. Sire, I'm sorry. I'm afraid that I won't make for good company. Warum kann ich nicht mit dir reden? Ach, das ist doch wieder... Okay, wir gehen erstmal zu dem Händler, der hier vorne... Da vorne ist, genau. Are your boots worn through? Is your hat out of style? Does your Ja, hör auf zu quatschen, ich will mit dir reden. Okay, irgendwas ist hier gerade ziemlich murks. Das ist der Händler. Definitiv. Aber ich kann nicht mit ihm agieren. Ach, was ist denn das schon wieder? Ist das jetzt ein Bug? I must go home. My son is sick. Das gibt's doch nicht. Ich müsste zum Händler. Und ich musste mit dem Typen reden. Und ich muss mit den Nauten reden. Aber ich kann weder mit dem Händler agieren, noch kann ich mit dem Typen agieren. Das finde ich gerade sehr unschön. Okay, gehen wir erstmal zum Nauten. Ist nicht, wie ich es gerne machen würde, aber lässt sich gerade nicht ändern. Einmal zum Kapitän. Sir, you still haven't found your cousin. As you well know, we cannot leave without him. Have no fear. I will bring him back in time to make our scheduled departure. Is everything ready? I'm still without news of my cabin boy, but we will have to do without.
Have you seen anyone wandering about? Suspicious looking. Maybe clandestine passengers. Take a look around. There are far too many comings and goings to spot possible stowaways. As long as they don't try and get on my ship, I pay no attention to them. That said, we did catch ourselves a smuggler just a while ago. A smuggler? Maybe he could be of some use. Where could I find him? In the port jails, not far from the warehouses. Good. May I ask you, why the sudden interest in smugglers and the odd stowaway? Nothing to bother yourself about. I'm just curious. You wouldn't, by the sheerest of coincidences, be on the trail of a couple of heretics, Your Excellency. The same a couple of the ambassadors of Ptolemy's men have been looking for nigh on 2 days. And so you know about that? Of course. The Cardinal's henchmen are hard to miss, even in a crowd. And they were making quite a fuss, hoping we would cave in and help them in their hunt. Feel free to carry out your own investigation, but you'll end up with the same answers. The port brigs, just like the warehouses, are property of the Nords. No one else may enter. I spoke with a woman who told me she was the mother of the cabin boy. She claims that her son was taken from her. Taken? Her son is sea-gifted. His parents were required to give him up to honor the terms of a contract. A contract? But what kind of contract are we speaking of? A commercial contract. In exchange for services rendered by the Nords, some families cede more than gold. In some cases, nations even trade some of their subjects before they're born. I wouldn't be able to tell you the condition of Jonas's contract. I didn't even know he was originally from Serene. But what I can tell you is the young man hasn't seen his parents since he was a small child. And ever since, he's been a Nord. Our ships are his home. We are his only family. Be back soon, Captain. We need to have a word with that people smuggler the sailor mentioned. He's a captain, Kurt, like yourself. And in order to interrogate the smuggler, we'll need to find a way into his jail. Das ist nicht das Problem. Den Weg haben wir bereits gefunden. Wir müssen nur gucken, wie wir da hochkommen. Oh. Boah, Schwammi, 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 Steuerung. Und ich brauche noch so einen Eisenbolzen. Immer noch. Ja, doch. Passt schon. Hintenrum über die Mauer rein in den Knast. War ein Zufallsfund, aber gefunden. Jetzt kann ich ja mit dem Are you reden. the smuggler? You snuck yourself in here just to ask me that question? If this is some sort of trick to get me to admit to some crime, you are truly twisted. You can see for yourself that I'm no Nord. Come now. Are you the one I'm looking for? I'm already locked up. What more do I risk? Yes, I am a smuggler. But I'm not the only one in this city. I'm searching for a couple fleeing Ptolemy. They're trying to leave the city discreetly. Have they contacted you? You certainly can't imagine I'm going to answer you without getting something in exchange. I don't really think of my clients as kin, but I'd never betray any of them for free. A real saint you are. How about your freedom in exchange for your loyalty? Tell me where I can find them and I'll open this cage. That works for me. Your two Telemites are hidden in a warehouse behind this very prison. They must be waiting for me. But you might want to be quick about it. If the Nords get their hands on them, they'll find themselves in this same cage. Thank you. Anytime. And these doors? You're gonna open them, right? Ja, muss ich wohl. Thank you, my lord. And don't worry about me. I'll slip outside without being seen. So, befreie den Schleuser. Gib dich als Mitglied der Nauten aus. Das kann ich nur, wenn ich die entsprechende Ausrüstung habe, ne? Irgendwie sowas war da doch. Brust und ja, also hier die 3 Sachen. Ich habe die Seemannsstiefel. Okay. Ich habe Seemannshandschuhe. Okay, habe ich auch. Ich habe kein Seemanns
Oberteil. Das müsste ich noch irgendwie finden. Zeig mir die Karte. Karte. So, es gibt aber einen Hintereingang. Den können wir nehmen. Und ihr braucht mich gar nicht erst an. Orders haven't changed, you know. Very well. I'm going. Lass mich hier nicht durch. Haven't changed, you Ja, know. gehen wir wieder auf Intuition. Did you hear the bell? The bell of the Port Authority. Of course. We're not in. All the Nauts must. Funktioniert das schon wieder? Be off with you. Schön. Wenn das schon wieder funktioniert, umso besser. Klettern, okay. Es gibt einen zweiten Ausgang, ist klar. Da stehen die zwei. Damnation, we've been found. I told you that the smuggler was not worthy of our trust. The man to which you are referring was arrested and thrown into prison, but revealed to me your hiding place. Oh, the traitor! Have you come to deliver us to the Inquisition, then? Please, please, have pity on our souls. We have committed no crime. We are not heretics. We are nothing more than historians. In that case, why is the ambassador of Teleme so concerned about your teachings? Why is the Inquisition looking for you, and why are you hiding? Our only error was wanting to publish our work. It's true. We presented our research, but it didn't please the censor. And here you have the result. We fled all the way to Serene, thinking we would be safe. But the Inquisition wants to silence us so badly that they followed us here. Tell me more about your research. What about it is so horrifying that it would provoke such a fuss? Our work concerned the teachings of St. Lucius. The disciple of St. Matthias? The one who returned to Teleme after traveling with his master? The very same. His writing was carefully preserved, but never seriously studied. With the discovery of Teofredi, we thought it crucial to take a look at the original text. We wanted to verify if this island could have been the faraway place that he spoke of. The Eden of St. Matthias. And? What did you find? Teofredi is without any doubt the land that our St. Matthias and his disciples went to. But the text that we discovered was radically different from what we expected to find. In the original text, St. Lucius doesn't speak of an Eden, of the paradise of the illuminated. He speaks of a voice that came from the depths of the earth, which convinced St. Matthias to stay there. It was written in black and white, and there is no doubt about it. The original was written in Lucius's own hand. I understand now what that text has cost you. This voice from the depths sounds more the power of a demon than a saint. The sacred texts are always difficult to interpret, but what is written is written. Okay. Who were you hoping would give you asylum? We were hoping to reach Al-Sad. The Inquisition won't chase us into the den of their enemies. Our research won't interest the Bridge Alliance, or at least I doubt it. But at least we'll be safe. By entering Al-Sad as clandestines, you risk being taken for spies. That would be better than being burned at the stake. Yeah. Did you try speaking with the censors? You could forget what you have discovered, perhaps. Oh, we have signed already an abjugation stating that we misunderstood the sacred texts of St. Lucius. We were even ready to say that we had never seen the true text, or anything else that would have pleased them. It served no purpose. It's our lives they are after. I see. Well, you have no other choice but to run and seek refuge in enemy territories. Sprech mit dem I beg Botschafter of der you, Brückenallianz. please do not deliver us to them. Let us continue on this path. I could have a word with the good Dr. Sahin, the ambassador of the Bridge Alliance. If he can be persuaded to offer you asylum, you would be saved. Your goodness honors you. May the Illuminated forever light your path.
If I manage to convince the ambassador, you'll need to refrain from that sort of blessing. Stay here. I'll be back. Gut, das ist schon mal gut. Das hat in etwa so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe. Wir gehen da wieder raus, wo wir reingekommen sind. Ja, Moment, ich bin noch nicht mal weggegangen. Ja, runter, los. Ach, man kann sich mal beschleunigen. Eieieiei. Kann ich hier hoch? Jo, Tatsache. Da ist noch ein Kistchen. Biest-Essenz, Zunderschwamm, Weißdorn. Dann einmal runter wieder. Aber so kann ich die Wachen umgehen, ohne die ständig mit Intuition wegzuschicken. Alles klar. Merke ich mir schon mal. Ah, da. Goldmünzen, Trank und Munition. Ja, ich will eigentlich nur zum Händler, in der Hoffnung, da Roheisen zu kriegen. Und ich denke, dass der Botschafter uns hilft, wenn wir ihm helfen. Wer ist denn das? Und warum will er mit mir quatschen? Ja, komm. Nein, nicht. I still don't see Constantine at your side. I hope he hasn't been the victim of any foul play. Don't worry. We'll find him in time for departure. I certainly hope so. Would you be in need of my help in any way? I've had a word with Lady Fontaine. You must know her. That rich family that lives near the docks. She told me a strange story about her son who was a cabin boy on our ship. She said that he was taken when he was a child due to some contract with the Nords. Who was a cabin boy? Do you mean he's no longer one? They took him back to bring him home. Well, that is very unpleasant news, de Sade. We need to do all we can to bring the boy back to his ship. Since time immemorial, there's always been a certain price to pay for the services of the Nords. Children born on their ships belong to them. It's the rule of the sea. But certain contracts are so important that they also require children to be offered in exchange. From time to time, the congregation has passed such accord, and certain noble families had to give their children up. Are you telling me that the Fontaines lost their son because of some agreement signed between my uncle and the Nords? No. That pact ended a long time ago. This cabin boy couldn't have been a part of that contract. But Sir Fontaine has made a fortune trading with the Alliance, via ships. Do you mean he would have offered up his own son in exchange for wealth? Well, he probably did it before the birth of the child, and regretted it afterwards. But that is of little importance. What counts most is that you bring the boy back to the Nords as quickly as possible. Breaking a contract with the seafarers has always cost us dearly. Our nation could feel it in its coffers. I will do my best. A father selling his own son for a few boat rides. For ugly, that is ugly. Lady Fontaine didn't seem to have any knowledge of that detail. That could be of use to us. Ja. Den Jungen zurückbringen ist nicht gut. Eigentlich. Wobei, er kennt nur die Familie auf See. Den Jungen nicht zurückbringen ist auch nicht gut. Das hat der Vater verbockt. Zwar ausgiebig. Ich kann mit dir nicht quatschen. Wo bin ich denn jetzt hier? Andere Richtung. Da lang. Und rechts lang. Das Blut. Immer noch. Und hier hoch. Da kommen wir über die Mauer. Okay. Mach mal. Da ist der Quacksalber wieder. Mit dem ich ganz gerne interagieren würde. Und es geht immer noch nicht. Muss ich immer googeln. Dann kann ich das wahrscheinlich diese Folge nicht mehr machen.
Ich kann auch nicht mit dem hier agieren. Wir sprechen jetzt erst einmal mit dem Botschafter. Dass ich mit dem nicht agieren kann, ist natürlich kacke. Vielleicht, da muss ich mal im Internet googeln, warum das nicht geht und wie man das vielleicht triggern kann. Muss ich mal schauen. Es ist ein Bug. So viel bin ich mir dann doch tatsächlich sicher. Wir haben aber noch ein paar Minuten Zeit. Da ist noch eine Kiste. Immer noch nicht das Roheisen. Ist doch warm so in der Nähe des Feuers. Wir gehen erstmal zur Familie Fontaine. Wenn die Olle das nicht wusste, dann wird die ihrem Mann die Hölle heiß machen. Zu Recht. Aber wir werden nicht mal mehr aufgehalten. Wir können direkt durchmarschieren. Die haben sich nicht mal die Mühe gemacht, geschlossene Türen hier rein zu animieren. Es gibt diesen einen Raum in diesem Haus. Excuse me, madam, but I haven't quite finished my inquiry yet. If you would be so courteous, I would like you to leave. I have told you all that I have to say. Will ich hier drohen? Komm. Come on now, stop lying. Jonas was taken away by force against his will by armed men. That is not true. Completely false. He... Enough! With every word, you are a step closer to a prison cell. Prison? But what would be the charges? Kidnapping. Whether Jonas is your son or not, he is a naught that you kidnapped and locked up. In the eyes of the prince, you have committed a crime that puts the interests of the congregation at great risk. I beg of you, Your Excellency. Have mercy on a poor mother who is looking only to recover her child. We didn't kidnap our own son. And if you need to speak with him to be convinced, please do. He's in our warehouse, near the Coin Guard Plaza, next to the canal. I am certain that once you have heard his account, you will see the tragedy in our predicament and help us. I regret threatening that woman. You didn't have a choice. She was lying, and we need to find that boy. Mhm. Das ist nicht das Thema. Ich habe ja eh damit gerechnet, dass der in dem Lagerhaus ist. Dann sprechen wir jetzt noch einmal mit dem Botschafter. Ich kurz gucken, ist das hier? Ja. Ich finde mich tatsächlich langsam in der Stadt zurecht. Hallo, Chef. Your Excellency. Lord de Sade. I would like to talk to you about a rather delicate matter. I am listening. A couple of historians have made a recent discovery concerning Matthäus, the founder of the mythical Teleme. And it seems that this is not to the liking of the Illuminated, or at least his more fervent subjects. These sinister hypocrites are going to want to burn them at the stake. Without a doubt. And that's why these poor people are begging you to offer them asylum. I would volunteer and consent to take them under my protection. But one good deed deserves another. You would like me to first take care of your charlatan? You will certainly prove to be an excellent legate. Gut. Interessant. I need to be going. Goodbye, Excellency. Goodbye, Lord de Sade. Das wollen wir ja sowieso uns um den Quacksalber kümmern. Unglücklicherweise klappt das halt nicht so ohne weiteres. Wir gucken mal kurz, ob wir hier noch was finden können. Nein, sieht nicht so aus. So, das Lagerhaus ist hier. Here we are. Be careful. Fontaine won't be alone. He'll have his henchmen with him. Let's just try to remain discreet. Oh, jetzt aber durch die Tür, hä? Ja. Oh. Sir de Sade, what are you doing here? I've come looking for your son. The Naughts are worried about his disappearance. Those Naughts took him from us, but now we've got him back, and he'll be staying with us. Would you be so kind as to hear what I have to say, Sir Fontaine?
50-50. You've taken your son against his will and have him locked up like merchandise in a warehouse. Is that what you call being a good father? If I hadn't taken him back, he would have been hauled off on one of the cursed ships. If that's what he wants, then why would you want to stop him? For his mother. She misses him so. But in the end, you may be right. My boy has changed. He hasn't spoken a word to me since we've been in this precarious predicament. Very well. Take the key and take him away. Cursed be the day I delivered my son unto the Sind wir im Ruf wieder da, wo wir vorher All waren. children leave the nest one day or another, sir. Farewell. Na gut, der ist eher früher gegangen als später, aber ist okay. Gut, dass Charisma funktioniert hat. Wo ist er denn? Hey. Ah, Schlüssel verwenden. Gut. Vorhin habe ich das Schloss geknackt im Gefängnis, alles klar. Who are you? My name is de Sade. I am legate of the congregation. Your captain has sent me to find you. And were you able to convince my father to allow me to go free? Yes. Even if I had to bend his arm a little. That doesn't surprise me. He seemed to have no intention of changing his mind. I feel more sorry for my mother. She seems so sweet and happy to see me. You don't seem to be all that close to your parents. I hadn't seen them since I was 5 years old. I barely remember them. They find me, capture me, and lock me up in this warehouse. Hard to grow close after all that. My family is the Naughts. I am sorry for my parents, but that is the way of it now. Can I go home? Yes. Yep. You should still go and say farewell to your mother. Then find your way to the ship. I'll see you there. Geht doch. So, dann haben wir den Schiffsjungen schon mal gefunden. Wissenschaft elementare Falle. Hätten wir die einreißen können, die Mauer. Okay. Das ist dann der Hintereingang. Da wären wir dann nicht in die Typen gelaufen. Aber so konnten wir unseren Ruf bei der Händlerkongregation wenigstens wieder etwas aufbessern. Oh. Und wir wären aber in diese gelaufen. Okay. So. Jetzt haben wir aber immer noch das Problem mit dem Quacksalber. Wir gehen jetzt nochmal hin. Oh, da vorne rechts. Oder? Nein, warte mal. Mist. Da vorne links. Oder so ähnlich. Ich habe keine Ahnung. Ja, würde ich ja gerne. Okay, ich würde sagen, wir haben jetzt erstmal ein bisschen was geschafft. Ich beende jetzt die Folge hier an der Stelle und versuche mal irgendwie rauszukriegen, wie wir das triggern können, dass wir mit dem quatschen können. Vielleicht muss ich auch einfach nur einmal neu laden. Soweit bedanke ich mich und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Stöffel.